Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. We are still happy Wir sind immer noch glücklich. because our Austrian candy will last probably for about a month. Unsere österreichischen Bonbons reichen wahrscheinlich für circa einen Monat. Now we have a Daniel that's going to be happy for a whole month. Wir haben also jetzt einen Daniel, der für einen ganzen Monat glücklich ist. You know that's a joke. Ihr wisst, dass das ein Scherz ist. Daniel is always happy. Daniel ist immer glücklich. All right, so let's talk about the very first step, how your heart will be drawn away. Lasst uns also über den ersten Schritt sprechen, wie dein Herz auf Abwege gerät. Now, I want you to understand it's always the same way. These 10 steps work perfectly. Ich möchte, dass du verstehst, dass es immer gleich abläuft. Diese 10 Schritte funktionieren perfekt. Because that is how your heart works. Denn so funktioniert dein Herz. The first thing is when you have any lack in your life. Das erste ist, wenn du irgendeinen Mangel in deinem Leben hast. But Reinhard, everybody has lack. Aber Reinhard, jeder hat Mangel. Well, it's the first step. That's the very first condition for your heart to be drawn away. Nun, das ist der erste Schritt, die erste Bedingung, damit dein Herz irre geht. Let me explain something so beautiful to you. Lass mich dir etwas sehr Schönes erklären. God created you. Gott hat dich geschaffen. You did not come from the monkey. Du stammst nicht vom Affen ab. Since God created you, Da Gott dich erschuf, we have to go back to the very beginning, what happened when he created man. müssen wir ganz an den Anfang gehen, was da passierte, als Gott den Mensch erschuf. God could have done this. Gott hätte Folgendes tun können. Create man on the first day, Den Menschen am ersten Tag erschaffen and then say to man, und dann dem Menschen sagen, well, there's nothing here, only you. es gibt hier nichts, nur dich. Now work hard to make sure you provide for yourself. Also arbeite hart, um dich selbst zu versorgen. Or God could have said, Oder Gott hätte sagen können, there's nothing here because I wanted to make you first because you're so special to me. es gibt hier nichts, denn ich wollte dich zuerst erschaffen, weil du so besonders für mich bist. Now you need to help me make sure that your provision will be here too. Jetzt musst du mir helfen, um sicherzustellen, dass deine Versorgung auch entsteht. God could have done any of this. Gott hätte so etwas machen können. Why did he not do that? Warum hat er das nicht getan? Why did he create man on the sixth day, on the last day of creation, because afterwards he rested? Warum erschuf er den Menschen am 6. Tag, dem letzten Tag der Schöpfung, denn danach ruhte er? There are several reasons, Es gibt mehrere Gründe, but one of the main reasons is very simple. aber einer der Hauptgründe ist ganz einfach. God wanted to prepare and create everything a super big abundance, Gott wollte alles vorbereiten und einen super großen Überfluss schaffen, and then put man in a place of supernatural abundance and provision. um dann den Menschen an einen Ort der übernatürlichen Versorgung und Fülle zu setzen. You know, when God put man in the Garden of Eden, everything was ready and everything was there. Als Gott den Menschen in den Garten Eden setzte, war alles vorhanden und alles war bereit. There was zero lack. Da gab es 0 Mangel. Thousands of perfect fruit trees, Tausende perfekter Obstbäume, all the animals, die ganzen Tiere, all creation ready for him to enjoy. die ganze fertige Schöpfung, fertig, um sie zu genießen. And on top of that, a deep, intimate relationship with the Creator. Und obendrein eine tiefe, innige Beziehung mit ihrem Schöpfer. So right there, we can see that God never created man for lack. You don't exist to experience lack. Wir sehen hier also, dass Gott den Menschen niemals für Mangel erschuf. Du existiert nicht, um Mangel zu erleben. Jesus came and said, I have come to have for you to have life and life abundantly. Jesus kam und sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Lack is never been the plan of God for people. Mangel war niemals der Plan Gottes für Menschen. Poverty has been a curse. If you study the Bible, poverty is always a curse. Armut war immer ein Fluch. Wenn du die Bibel studierst, ist Armut immer ein Fluch. Abundance is a blessing. Überfluss ist ein Segen. When Jesus multiplied the bread of the fish in John chapter 9, Als Jesus in Johannes Kapitel 9 Brote und Fische vermehrte, John chapter 6. Entschuldigung, in Johannes Kapitel 6. When Jesus multiplied bread and fish, this is what it says. Als Jesus Brote und Fische vermehrte, heißt es, Once the disciples handed out to the people, it says, they gave to everybody as much as they wanted. sobald die Jünger es an die Leute verteilten, gaben sie allen so viel, wie sie wollten. See, Jesus never said, give everybody one bread and two fish, make sure they don't have too much, just barely enough. Jesus sagte nie, gebt jedem ein Brot und 2 Fische, stellt sicher, dass sie nicht zu viel haben, sondern dass es gerade ausreicht. As much as they want. So viel sie wollten. God himself is the God of abundance. Gott selbst ist der Gott des Überflusses. So you are not supposed to have any lack. Du solltest also keinerlei
keinerlei Mangel haben. You are supposed to be completely fulfilled in your soul. You're supposed to be satisfied in your heart, and you're supposed to be provided for materially. Du sollst völlig erfüllt sein in deiner Seele, zufrieden in deinem Herzen und sollst materiell komplett versorgt sein. Lack is the very first step that will begin to draw your heart away. Mangel ist der allererste Schritt, der dein Herz auf Abwege führen wird. Because it literally goes against the way God made you. Denn er steht dem entgegen, wie Gott dich schuf. You know, I was in Monaco some years ago, Vor ein paar Jahren war ich in Monaco and I was standing up on the hill looking down into the harbor. und ich stand auf einem Hügel und schaute hinab auf den Hafen. And I got very angry, and I loudly expressed my anger to my wife and to another pastor and his wife. Ich wurde sehr wütend und ich drückte meinen Ärger laut gegenüber meiner Frau und einem anderen Pastor und seiner Frau aus. Because I saw multi-million-dollar yachts with heliports on top. Denn ich sah millionenschwere Yachten mit Hubschrauberlandeplätzen darauf. And I got so angry. Und ich wurde so wütend. I said, for this one yacht, I could build 10 orphanages. What a waste. Ich sagte, für diese eine Yacht könnte ich 10 Waisenhäuser bauen. Was für eine Verschwendung. And I kept just ranting about, this is 15 orphanages, this I could do this, I could do that. Und ich schimpfte weiter. Das wären 15 Waisenhäuser. Damit könnte ich das machen. Damit könnte ich das tun. And I said this out loud. Ich sagte das alles laut. And the Lord rebuked me. Und der Herr wies mich zurecht. The Lord said, Reinhard, you're not supposed to get angry at abundance. You're supposed to get angry at lack. Der Herr sagte, Reinhard, du sollst dich nicht über den Überfluss ärgern, sondern wütend über Mangel sein. He said, don't get angry at prosperity. Get angry at poverty. Er sagte, werde nicht wütend auf Reichtum, sondern auf Armut. Listen to me. You have not been created for lack. Hör zu, du wurdest nicht für Mangel geschaffen. Not for emotional lack. Nicht für emotionalen Mangel. Not for material lack. Nicht für materiellen Mangel. Not for spiritual lack. Nicht für geistlichen Mangel. You are supposed to live an abundant life where there is zero lack. Du sollst ein Leben in Fülle leben, wo es keinerlei Mangel gibt. So if you have lack in your life, this is the very first step that will draw your heart away. Wenn du also Mangel in deinem Leben hast, ist das der erste Schritt, der dein Herz in die Irre führt. There is one lack that's more dangerous than any other lack, Eine Art von Mangel ist gefährlicher als alle anderen. and that's emotional lack. Und das ist emotionaler Mangel. If you have emotional lack, Wenn du emotionalen Mangel hast, your heart's going to get drawn away. wird dein Herz auf Abwege geraten. If your heart is not completely satisfied and happy, your heart's going to get drawn away. Wenn dein Herz nicht völlig zufrieden und glücklich ist, wird es in die Irre gehen. Tomorrow I'm going to give you the second step. Morgen gebe ich dir den zweiten Schritt. See you tomorrow. Bis morgen!